Und die Ärztin hat mich dann dazu gedrängt, muss man wirklich sagen, sie hat es sehr deutlich gesagt. Also, Frau Strixner, wirklich, wenn Sie jetzt eine Pille nehmen, weil die macht nämlich einen regelmäßigen Zyklus, dann könnten Sie unfruchtbar werden. Und da sind schon so viele Fehler in diesem Satz drin. Hallo liebe Sandra, herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich und ich freue mich schon so auf unser Gespräch. Es führt uns vom pfeiferischen Drüsenfieber bis zum Thema Pille nehmen oder nicht und zur gesunden Ernährung. Du bist die Gründerin von Brain Food Magazin und das ist aus deiner eigenen Krankheitsgeschichte entstanden. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich total dabei zu sein, Priscilla. Du hast es schon richtig angekündigt. Ich habe Gesundheitsberatung studiert, weil ich selber eine Krankheitsgeschichte habe und weil ich jetzt Menschen helfen möchte auf ihrem Weg. Gesund zu werden, gell? Das ist das, was die meisten sich wünschen. Und je mehr man sich umhört, denkt man so, wie kann das sein, dass wir alle am Kränkeln sind? Wir leben doch in einer modernen Gesellschaft und das werden wir heute auch ein bisschen beleuchten. Hast du noch etwas zu dir? Wie alt bist du? Von wo kommst du? Bevor wir direkt in deine Geschichte starten. Ja, ich bin 33 Jahre, ich komme aus dem Süden von Deutschland und meine Geschichte beginnt, als ich 26 war, hatte ich den EBV und als ich 28 war, startete das mit dem PCOS, wo wir gleich drauf kommen werden. Genau. Okay, spannend. Das heißt, dieser EBV, auch bekannt als das pfeiferische Drüsenfieber, hast du das einfach von einem Tag auf den anderen bekommen? Wann ist dir bewusst geworden, okay, das ist keine Grippe, die nach 3 Tagen vorbeigeht? Wie war das? In welcher Situation hast du dich befunden? Ich habe damals gerade meinen Bachelor gemacht. Vor meinem Gesundheitsstudium kam ein Studium zum Kommunikationsdesigner und war mitten in diesen Abschlussprüfungen, in diesen Monaten, die eigentlich sehr stressig sind und war dann eben mit einer Grippe flach gelegen und hatte starkes Fieber. Und da hat der Arzt eben schon gesagt, okay, wir testen mal dein Blut. Und erst durch seine Vermutung ist das eben rausgekommen. Und ich hatte ungefähr 6, 7 Wochen zuvor einen neuen Freund und ich schätze, er hat mich angesteckt, weil eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und wir wissen alle, EBV ist eine Tröpfcheninfektion. Man nennt es auch die Kusskrankheit und sein schlechtes Gewissen hat ihn dazu getrieben, sich sehr gut um mich zu kümmern die nächsten Monate. Sehr schön. Sehr schön, ja. Das heißt, von wie vielen Monaten sprechen wir da? Insgesamt 6 Monate, in denen ich mich sehr unwohl bis, wie soll ich sagen, erschöpft, hoffnungslos gefühlt habe. Natürlich hatte ich nicht ständig pfeiferisches Drüsenfieber, also 6 Monate würde, glaube ich, kein Mensch überleben. Dennoch war es eine Zeit, in der ich mich immer wieder selbst auch angesteckt habe. Und die Ärzte hatten dann auch entschieden, dass ich jetzt die Mandeln rausnehmen muss, weil ich tatsächlich nur noch entzündet war dort. Und gesunde Mandeln sind wirklich wichtig, sollte man drin behalten, unbedingt. Es ist eine Schutzfunktion vom Körper, eine Barriere gegen Erreger. Aber meine waren schon angegriffen durch sehr viele Krankheiten in meiner Kindheit. Und wie ich durch meine Mutter erfahren habe, hatte ich auch damals schon sehr viel Antibiotika bekommen. Und beim EBV war es dann wieder soweit. Man hat mir 4-mal Antibiotika verschrieben. Von Breitbandantibiotika, die wirklich dann auch alles killen, was in der Darmflora vorhanden ist. Man kann ja heutzutage mittlerweile auch ein Antibiotika verschreiben, das speziell einen Erreger tötet. Man muss dazu sagen, das habe ich erst danach erfahren, dass Antibiotika gegen Bakterien wirkt, aber nicht gegen Viren. Das heißt, es muss hier wirklich auch eine Untersuchung gemacht werden und die lag nicht in jedem Fall vor. Also einmal war ich im Krankenhaus, da hat man mir Antibiotika verschrieben, wusste meine Vorgeschichte gar nicht. Einmal war es ein Arzt, bei dem ich da war ich, weil mein Arzt krank war, also es war eine Vertretung, der wusste auch nichts von meiner Vorgeschichte. Im Grunde genommen
sollten wir als mündige Bürger wirklich unsere eigene Verantwortung hier tragen und aufschreiben, wann habe ich was genommen, was wurde wann getestet, um das immer wieder weitergeben zu können. Und damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich habe sehr blind vertraut, aber nur bis zu einem gewissen Moment dann. Ja. Ja, wenn man sich vorstellt, das Antibiotikum war gar nicht für den EBV. Der hat einfach Schluss am Ende dein Darmmikrobiom zerstört und dein Immunsystem flachgelegt. 80% des Immunsystems liegen da im Darm und das waren die besten Voraussetzungen, um eben 6 Monate lang dann krank zu sein und davon sich nie wirklich erholen zu können. Richtig. Und leider fehlt bei den Ärzten hier das Wissen um das Mikrobiom und um die Darmflora. Bei den meisten Ärzten, sagen wir es mal so, die ich kennengelernt habe. Das ist jetzt aber auch so in der Forschung, dieses Thema ist so aktuell und es kommt jedes Jahr eine neue Studie raus. Wir müssen uns jetzt wirklich damit beschäftigen, weil es alle Körperbereiche und Krankheiten beeinflussen kann. Wir reden hier auch von Autoimmunerkrankungen, von psychischen Erkrankungen, die durch Erreger im Darm verursacht werden können. Und deswegen habe ich mich auch bei meiner Beratung so stark auf den Darm eingeschossen, weil ich merke, hier fehlt oft noch Wissen und da waren oft in der Kindheit oder erst kürzlich Antibiotikagaben und es wurde nie die Darmflora wieder aufgebaut, was so unglaublich wichtig ist. Ja, ja. Das ist so. Mir wurde das auch nie gesagt. Also weißt du, dass das in den 80er Jahren nicht gesagt wurde, kann ich irgendwie verschmerzen. Aber mir wurden ja auch so oft Antibiotikum gegeben in meinen 20er Jahren, das war ja schon nach 2000, und ich wurde nicht darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht mal von einem Apotheker. Und auch da ist es schwierig, diese künstlichen Darmpräbiotika, dass die wirklich ansetzen können. Also Schluss am Ende geht nichts an dieser ausgewogenen Ernährung, wo wir auch noch drauf kommen, vorbei. Es geht daran nichts vorbei und da gibt es halt keine Aufklärung, weil der Mediziner Ernährung nicht in seinem Studium hat. Ja, und wenn dann nur ganz kurz, vielleicht so ein paar Stunden und dann ist das Thema wieder abgehakt. Ja, dann wissen Sie, wie wichtig Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate sind. Aber welche Fette, welches Eiweiß und welche Kohlenhydrate spielt halt die Rolle. Ja. Du hast vorhin das angesprochen als mündiger Bürger. Es ist halt tatsächlich auch so, dass wir ein bisschen so erzogen werden, der Lehrer weiß dann schon Bescheid, die Eltern wissen dann schon Bescheid, der Arzt weiß dann schon Bescheid. Also ich dachte für mich immer, da gibt es Profis, und ich muss nicht alles im Leben wissen, die Profis machen das dann schon. Und mit diesem Urvertrauen bin ich auch in meine Krankheitskarriere eingestiegen. Ich sage immer Karriere, weil ich mich hochgearbeitet habe. Ja, und dann zu merken, wow, okay, es ist meine Verantwortung. Das macht einem auch Angst, weil es doch so ein breites Wissen ist. Also wenn man anfängt, damit sich zu beschäftigen, denkt man so, ey, lass mich in Ruhe mit dem, weil der sagt mir das, der das. Wo soll ich denn anfangen? Wie war das bei dir? Wo waren deine kleinen ersten Baby-Steps in Richtung Verantwortung übernehmen? Tatsächlich habe ich nach der Ansteckung gemerkt, es geht einfach nicht aufwärts. Es muss eine andere Lösung her als nur Antibiotika. Mir wurde ja wirklich nichts anderes angeboten. Ich habe angefangen, wie wild Bücher zu lesen, online alles Mögliche gesucht und meine ersten Baby-Steps waren tatsächlich Bitterkräuter und Kurkuma, also auch vieles, was dem Darm gut tut und was auch antientzündlich ist. Und hätte ich das Wissen nur schon vorher gehabt, hätte ich wesentlich mehr tun können für mich, aber ich habe einfach eine Weile gebraucht. Und dann eben noch eine professionelle Ausbildung gemacht als ganzheitliche Gesundheitsberaterin, wo ich wirklich auch darauf Acht gebe, nicht nur die Ernährung zu betrachten, sondern eben auch die Seele, die Psyche mit einzubeziehen. Und insgesamt kann man sagen, habe ich mich nach dem EBV über ein Jahr lang schlecht gefühlt. Ich habe jeden Virus, jedes Bakterium habe ich angezogen, wie so ein Magnet, weil meine Darmflora kaputt war und ich mich nicht wehren habe können mit meinem kaputten Immunsystem.
Und auch Sport war sehr schwierig, habe ich dann auch nur ganz langsam wieder Kraft aufgebaut. Und ja, bin dann langsam in den Vegetarismus reingerutscht, weil ich mir auch gedacht habe, ich habe immer mehr über diese Skandale gehört, über Fleischskandale und so ganz langsam ist es in mich reingesickert. Okay, jetzt heute mache ich mal Soja Bolognese. Es ist ganz klein gestartet bei mir Mhm. mit Versuchen. Und die Ausbildung folgte dann eigentlich erst 2 Jahre später. Und da habe ich die Naturheilkunde entdeckt Mhm. und was es da für Kräuter gibt. Ich meine, die kennen wir ja schon seit 2000 Jahren ungefähr. Und es gibt da tolle Aufzeichnungen von Hildegard von Bingen zum Beispiel, was man machen kann. Es gibt aber auch die traditionell chinesische Medizin und Ayurveda und die sind schon älter sogar als 2000 Jahre. Und da habe ich auch sehr viel rausgezogen, was mir geholfen hat. Oh ja. Und das ist so das Interessante. Damals war ja klar, dass der Darm das wichtigste Organ ist, wenn es darum geht, ob man gesund ist oder ob man krank ist. Das ist unsere Wurzel des Daseins, unser Darm. Und wir im Westen dachten einfach mal, es geht uns nichts an. Uns betrifft das nicht. Komm, wir tun ganz viel Konservierungsstoff in unsere Lebensmittel, dann halten sie länger. Ach so, Bakterien werden mitkonsumiert, die brauchen wir nicht. Quasi. Ja, oder alles hoch erhitzen, damit ja alles tot ist. Aber Lebensmittel heißen nicht umsonst Lebensmittel. Es tut auch ganz gut, probiotische Lebensmittel nicht zu erhitzen. Dann haben wir nämlich noch diese guten Probiotika, die wir mit dem Joghurt, mit dem Kimchi, dem Sauerkraut zu uns nehmen können. Und wenn du ein Profi bist, dann suchst du dir auch noch einen Joghurt aus, der keine Säuren erzeugt, also nicht aus tierischen Produkten besteht, sondern eher einen pflanzlichen Joghurt, der eher basisch ist, wie zum Beispiel Lupine, nehme ich. Ja, ich mag auch das Kokosjoghurt. Und wenn wir bei Präbiotika sind, ganz einfach ein Bio-Apfel vom Bauern. Also einfacher geht es nicht mehr. Ja. So clean ist es eigentlich. Wir dürfen wieder zurück die Sachen aus der Erde buddeln oder von den Sträuchern nehmen. Und da ist es schon drauf. Das Leben im Kleinen ist für uns bereitgestellt. Also wir brauchen nicht mal das zu fermentieren oder noch weitere Sachen zu machen. Es wäre direkt vor unserer Nase. Und diese Distanz ist so entstanden. Wir haben uns so von dieser Natur entfernt. Wie war da deine Entwicklung? Weil ich merke das immer, wenn ich mit Menschen rede, die so durch eine Selbstheilungsphase hindurch sind, dass der ganze Mindset sich geändert hat bezüglich der Natur. Ja, mir ist mittlerweile mein Körper und meine Gesundheit das Allerwichtigste. Das steht bei mir ganz oben und danach kommen alle anderen Bedürfnisse. Und deswegen gebe ich am meisten Geld im Monat tatsächlich im Bioladen aus. Das ist mein persönlicher Biodealer und da kriege ich meine Naturmedizin. Mhm. Also ich bin sehr glücklich, dass es akut die Schulmedizin gibt, aber ich denke, die Naturheilkunde ist eine Präventivmedizin, die wir unbedingt nutzen sollten, bevor ein größeres Chaos entsteht. Und wie du schon sagtest, also so ein Apfel hat ja jetzt Pestizide oder Herbizide, ist sehr wichtig, weil all das muss ich dann entgiften mit meiner Leber, mit meiner Niere. Und ich möchte nicht den Filter hier spielen, sondern möchte sofort gute Nahrung aufnehmen. Ja. Und da kann man eben bei Bio, da sind sehr, sehr viel strengere Regeln. Man kann sich da auch nicht sicher sein, ob da nicht ein Fünkchen drin ist, was nicht gut ist. Aber man sieht es ja anhand von Studien, man sieht es anhand von Regelungen, die man öffentlich im Internet einsehen kann, was dort gemacht wird. Mhm. Und es schadet auch der Umwelt, wenn wir das unserem Acker antun, unserem Boden kaputt machen. Ja. Ja, das ist auch so ein wichtiges Thema. Gell? Welche Fußspuren hinterlassen wir eigentlich? Es geht ja nicht nur um unsere Gesundheit, sondern um das ganze große Bild. Ja, das heißt, du bist da schon Schritte gegangen in Richtung Bewusstwerden und dann hat dich ein anderes Thema noch so ein bisschen getriggert. Du hast nämlich jahrelang die Pille genommen. Wie fing das Ja. an? Warum hast du die Pille genommen? War das eine Hautgeschichte oder einfach so die Verhütung? Also damals war ich 15 und hatte, glaube ich, ein Jahr schon meine Tage so ein bisschen. Es fängt ja immer
recht unregelmäßig meistens an. Und ging zur Frauenärztin, weil man mir sagte, also sobald du eine Frau bist und deine Tage anfangen, musst du dann auch schon mal zum Doktor gehen. Und dann war ich da im Besprechungszimmer und sie sagte zu mir, ja, und wie stehen Sie zum Thema Pille? Wollen Sie nicht verhüten? Übrigens macht es auch schöne Haare und schöne Haut. Und ich hatte schon Probleme mit der Haut. Vielleicht hat sie das gesehen. Aber ich bin nicht mit der Absicht hingegangen, die Pille verschrieben zu bekommen. Mhm. Und das hat mich dann eben getriggert und ich dachte mir natürlich als junges Mädchen, ich möchte schön aussehen und habe mir die Pille verschreiben lassen mit 15, obwohl ich noch gar keinen Geschlechtsverkehr hatte und das jetzt auch nicht als nächstes anstand auf meiner Liste. So gesehen hat sie mich eigentlich darauf gebracht, die Ärztin, ohne mit einem Wort die ganze Nebenwirkungsliste zu erwähnen. Und wie wir heute wissen, Thrombose, Depressionen, ja, es kann sogar beim Absetzen dann dazu führen, dass man unfruchtbar wird. Und hätte mir das einer gesagt, hätte ich es mir zweimal überlegt. Natürlich. Natürlich. Und gerade als 14- oder 15-Jährige, da würde man zu Mama gehen und das mit ihr besprechen oder zu einer Person, der man vertraut, nochmal Rücksprache halten. Das ist schon verrückt. Habe ich leider nicht gemacht, beziehungsweise ich habe bei meiner großen Schwester gesehen, dass sie es auch nimmt. Mhm. Kaum ich glaube gar nicht die Pille genommen. Meine Mutter hat uns in den 80ern bekommen und ich weiß dann, sie hat mir gar nicht erzählt, wie sie verhütet hat. Aber wahrscheinlich nicht hormonell. Ich glaube, dass da auf der Seite sehr viel Unwissen herrschte und auch wieder diese Ärztehörigkeit. Naja, wenn es der Arzt sagt, dann stimmt das schon und dann ist das auch richtig. In Ordnung sein, ja. Ja, also von daher, auf der Seite hatte ich leider keine guten Auskünfte, beziehungsweise haben wir einfach alle geglaubt, dass das so richtig ist. Mhm. Ja, und dann habe ich die genommen und war auch in langen Beziehungen, hatte keinen Grund, die abzusetzen. Und das Ganze machte dann 13 Jahre aus. Ja. Es war die Mini-Pille, um dazu zu sagen. Es war schon die kleine Dosis an Hormonen. Mhm. Und als ich die dann absetzte, weil ich war in keiner Beziehung, wollte mich auch erstmal von der Trennung erholen und jetzt nicht sofort ins nächste Abenteuer, habe ich mir gedacht, ich gönne mir eine pillenfreie Zeit. Allein der Gedanke hat mich stutzig gemacht. Ja, warum gönnt man sich eine pillenfreie Zeit? Ja, da sind Hormone drin. Die habe ich mir jahrelang eingepfiffen. Und als es dann soweit war, die ersten 4 Monate kamen keine Tage, hat mich die Frauenärztin mit dem Post-Pill-Syndrom diagnostiziert und sie meinte, jetzt keine Panik, ist ganz normal, haben viele Frauen. Ich ging also wieder nach Hause und 9 Monate später war immer noch nichts passiert. Und dann war ich ein bisschen beunruhigt und bin eben wieder zur Ärztin und sie hat gemeint, ja, okay, also jetzt machen wir mal einen Ultraschall. Mhm. Und dann habe ich auf diesem schwarz-weißen Ultraschallbild gesehen, dass das irgendwie aussieht wie so eine Bienenwabe. Und sie meinte dann, das ist komisch. Aber das sieht aus, als hätten sie PCOS, polyzystisches Ovar-Syndrom. Ich total panisch, so Zysten, Krebs, was meint sie jetzt? Nein, hat sie gesagt. Es ist einfach so, dass ich keine Tage mehr habe, aber trotzdem Eier produziere und die aber irgendwie nicht entlassen werden durch die Menstruation. Und jetzt bin ich wie verstopft. So habe ich das verstanden, so wurde mir das erklärt. Und man muss aber, das muss ich dazu sagen, es nützt nichts, nur einen Ultraschall zu machen. Man muss dringend auch zum Endokrinologen den Hormonspiegel messen, um eine wirkliche Diagnose zu erhalten. Es kann auch etwas anderes sein. Das nur kurz für alle Zuschauer, dass so ein Ultraschallbild eben noch nicht ganz so ausschlaggebend ist für eine Diagnose. Und bei mir war es aber PCOS. Und sie meinte, normalerweise bekommen das ältere Frauen und Frauen, die einen erhöhten BMI haben, also meistens übergewichtig sind. Wie Also alt warst du da dann? ich war damals 28 und mein BMI, also der hat sich nicht geändert, der liegt meistens bei 21, mein BMI, also Normalgewicht. Und sie hat das sehr gewundert. Ich muss sagen, im Nachhinein, mich wundert es gar nicht, weil ich bin mittlerweile durch meine Erfahrung als Gesundheitsberaterin mehr als häufig mit diesem Thema beschäftigt und sehe das öfter, dass es sehr junge Frauen haben. Ja.
und Frauen immer mit Pillenvorgeschichte, kann man das so sagen? Also ich lebe natürlich in meiner Bubble. Ich ziehe natürlich solche Fälle an, klar. Also ich kann das jetzt nicht auf die breite Masse sagen, aber die Frauen, die sich an mich wenden, hatten so eine Vorgeschichte, ja. Ja. Ja, und dann war ich natürlich erstmal in Alarmbereitschaft, aber dachte mir, gut, okay, ich habe das jetzt 13 Jahre genommen. Ich habe mir so lange Hormone zugeführt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass es innerhalb von einem Jahr sofort weg ist, möchte aber trotzdem was für mich tun. Und dann war es irgendwie nach 1,5 Jahren immer noch nicht da. Und die Ärztin hat mich dann dazu gedrängt, muss man wirklich sagen. Sie hat es sehr deutlich gesagt. Also, Frau Strixner, wirklich, wenn Sie jetzt nicht die Pille nehmen, weil die macht nämlich einen regelmäßigen Zyklus, dann könnten Sie unfruchtbar werden. Und da sind schon so viele Fehler in diesem Satz drin. Erster Fehler ist, man macht den Leuten einfach keine Angst, ja. Das produziert ja auch nur Stresshormone und dann passiert da gar nichts in meinem Körper. Das zweite ist, die Pille macht keinen normalen Zyklus, sondern das ist eine Abbruchblutung. Ja, kann sein, dass dabei was rausgespült wird, was da festgesteckt ist, aber das heißt nicht, dass ich gesund bin und einen normalen weiblichen Zyklus habe. Mhm. Ja. Das wissen die meisten nicht, dass es dem Körper natürlich vorgaukelt, wir wären schwanger. Und diese Abbruchblutung ist nur deswegen da, weil in dem Moment für eine Woche ungefähr nehmen wir die Pille nicht mehr, nehmen wir die Hormone nicht mehr und dann führt es zu dieser Blutung. Die ist erzwungen, die ist nicht natürlich. Ja. Ja. Dementsprechend war ich echt enttäuscht. Ja, das glaube ich. Und was hast du für Bücher gelesen? Wie hast du dich weitergebildet in dem Bereich? Also ich habe ein Naturheilkundebuch gelesen. Jetzt müsste ich kurz gucken, wie hieß das? Natürlich heilen, glaube ich. Da stand ganz viel über so Kräuter drin und es war fast ein bisschen so wie ich habe mich gefühlt wie so eine Hexe, die sich jetzt in so Kräuterkunde einliest. Aber das Buch heißt Hormone natürlich regulieren. Ich musste kurz nachgucken. Mhm. Und da habe ich eben auch von der Jamswurzel gelesen, von dem Maca-Pulver, von einigen Schüsslersalzen, die helfen, wieder die Hormone anzukurbeln. Und dort habe ich auch das allererste Mal gelesen, was eigentlich passiert ist mit mir. Ja. Und das hat mir vorher niemand erklärt. Wenn ich täglich synthetische, im Labor hergestellte Hormone zu mir nehme, dann kommen die rein oral und werden dann über den Darm aufgenommen und werden verteilt und heften sich dann eben an meine Hormonrezeptoren. Und das habe ich über Jahre gemacht und meinem Körper damit signalisiert, hey, kommt ja alles rein, brauchst ja selber nichts machen. Oh ja. Ja. Und das in einem Alter, ja, ich habe das ja schon seit ich ein Teenager war gemacht. Ja. In der Zeit muss der Körper ja erstmal lernen, wie funktioniere ich, wie reguliere ich mich selbst. Man tritt ja erstmal in diese Phase des Frauseins ein und Ja. ab dem Zeitpunkt habe ich schon hier mir Pillen gegeben, muss man so sagen, ja. Ja, und das geht allen so, die in den 80er Jahren geboren wurden. Also das wurde ja verteilt wie Bonbons, dass wir jetzt in dieser Generation, wo wir sind, und man macht sich dann um die 30 Gedanken, schwanger zu werden, und dann bricht das ganze Chaos aus. Da kommt dann diese Angst, und dann, wenn der Arzt auch noch so was Angstvolles sagt, also das ist echt ein Riesenproblem der heutigen Zeit. Daher auch vielen Dank an dich, dass du dafür so Aufklärung sorgst und das Thema groß machst. Das ist so wichtig, auch dass wir Frauen wieder zurückfinden dürfen in unsere Weiblichkeit. Und das geht nicht, wenn wir unter Druck sind und unter Ängsten leiden. Da darf ganz viel Weichheit geschehen. Wie hast du das ganz praktisch dann gemacht? Also du bist bei dieser Ärztin, du kriegst das gehört, es kann sein, dass sie unfruchtbar werden, wenn sie jetzt die Pille nicht nehmen. Du gehst raus aus der Praxis. Wie hast du dich selber beruhigt und dann gesagt, okay, ich informiere mich jetzt und dann packe ich das an? Das heißt, ich gehe in die Selbstverantwortung. Wie sah dieser Prozess aus? Ich habe in mir drin eine Riesensperre gefühlt, als sie das zu mir gesagt hat und ich habe diesem Bauchgefühl vertraut.
und habe sofort gesagt, nein, es muss einen anderen Weg geben. Es hat ja so nicht funktioniert. Ich möchte die Pille nicht mehr nehmen, selbst als Verhütungsmittel nicht mehr. Also es kam einfach für mich gar nicht in Frage. Ich bin raus, habe mich informiert und das Erste, was auftauchte, war der Mönchspfeffer. Mhm. Den habe ich dann über 3 Monate genommen, wie es auf der Packungsbeilage stand. Also den kriegt man auch einfach in der Apotheke. Da kann man sich auch beraten lassen und muss aber sagen, es hat noch nicht funktioniert, aber ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, damit zu starten. Und manche Frauen berichten, dass er ihnen super geholfen hat, auch bei Schmerzen bei der Periode. Und das war mein erster Versuch. Dann habe ich mich an den Heilpraktiker gewandt. Der hat mir eine 3-monatige Entgiftung vorgeschlagen und ich war sofort on board, weil ich mir dachte, ja, natürlich muss ich entgiften. Ich habe ja was zu mir genommen, was da gar nicht reingehört. Das ist so wichtig und so wertvoll, wenn man das hört auch, weil viele wissen das nicht, dass wir unseren Körper entgiften können, dass das möglich ist und dass wir Organe haben, die sind nur dafür da. Das ist deren Aufgabe und wir können sie unterstützen. Das ist so heilsam, nur schon das Wissen davon. Ja. Absolut. Und ich habe damals noch nicht so viel über gesundes Essen schon gewusst, aber nicht über Entgiftung. Und er hat mir eben eine Kräutertinktur gegeben, die ich mir 3-mal am Tag auf die Zunge getröpfelt habe. Und zusätzlich hat er ausgemessen, welche Produkte ich nicht vertrage. Also ich musste für eine Weile auf Zwiebeln, auf Tomaten verzichten. Also so ein paar Sachen musste ich weglassen. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil mein Körper in dem Moment einfach reagiert hat. Und ich habe einfach mal vertraut, auch deswegen, weil ich wusste, es ist nicht invasiv. Es ist was Sanftes und ich glaube, da kann jetzt nichts passieren, wenn ich mir so ein paar Kräuter auf die Zunge träufel. Und ohne jetzt zu ins Detail zu gehen, was meine Ausscheidungen angeht, aber ich möchte das erwähnen, weil es ein wichtiger Punkt ist. Ich habe anhand der Farbe gemerkt, anhand der Konsistenz, das, was da rauskommt, ist nicht wie immer. Und ist wahrscheinlich ein Part der Entgiftung. Es wurde mir dann auch bestätigt vom Heilpraktiker, dass es normal ist, wenn das mal ein bisschen anders aussieht und eine andere Farbe hat. Man sollte natürlich mit ihm sprechen, mit dem behandelnden Arzt, Heilpraktiker, ob das auch gut ist. Ja. Ja, ich bin so ein Fan von der 369-Entgiftung. Die ist ja nur mit Kräutern und Gemüse und ist auch so eine sanfte Entgiftung. Und was man da erleben darf, das ist wirklich einerseits mega nervig, weil man kein Fett und kein Salz isst in der Zeit. Und andererseits, es sind nur 9 Tage, wenn man dann merkt, dass der Körper jetzt loslässt, das gibt einem so Energie, weil man denkt, wow, wozu mein Körper fähig ist und ich darf ihn darin unterstützen. Und dann ist man nämlich ein Team und nicht einfach kopfmäßig entscheiden, ein Medikament zu nehmen, damit er funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und man ist dann dieses Team. Das, was du beschreibst, ist so dieses Typische in der Schulmedizin. Wir behandeln die Symptome, dann sind die Symptome weg. Aber die Krankheit an der Wurzel ist nicht gepackt und dann können ja wieder die gleichen Symptome oder andere auftreten. Das ist ja, ein Symptom ist eigentlich nur dafür da, dass der Körper uns sagt, hey du, ich brauche gerade deine Hilfe, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und es wäre cool, wenn wir da zuhören. Ich weiß, es ist oft so, dass wir das unterdrücken im Alltag, weil wir so viel zu tun haben und im Stress sind, aber der Körper wird immer gewinnen. Und wenn er dich am Ende lahmlegt, dann musst du zuhören. Und es war ja auch zum Teil dann bei mir der Fall. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch andere Dinge gemacht während der Entgiftung. Ich habe auch 2 Monate vorher schon mit dem Veganismus begonnen. Ich war erstmal nur neugierig, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, ich mache eine 4-Wochen-Challenge, weil ich wissen wollte, was ist da dran und so. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, ist das schwierig, was esse ich jetzt beim Bäcker und so. Aber ja, diese typischen Fragen halt. Oder du kannst nicht mal mehr Butterbrot essen, ja? Was isst du überhaupt als Veganer noch? Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, muss ich sagen. Ich habe auch nach den 4 Wochen dann für mich beschlossen, ich bleibe dabei und habe gemerkt, ach so, das ist jetzt mein Butterersatz. Brauche ich die überhaupt noch, ist die Frage. Und das ist jetzt das, was ich beim Bäcker essen kann. Ich habe es gelernt einfach nach und nach.
Mhm. Und ich denke, dass das einen großen Teil mit reingespielt hat, warum meine Hormone sich wieder erholt haben, mein Hormonhaushalt, weil in Milch ist natürlich, das ist voller Hormone. Ja, und Antibiotikum. Nochmal dein bester Freund. Ja, den Antibiotikum ist ja auch im Fleisch und im Fisch, also zum Teil natürlich enthalten. Klar, wir müssen uns alle bewusst werden, woher die Kuhmilch kommt. Da hat eine Kuh ein Kalb geboren, schon allein das bringt Hormone mit sich, aber meistens sind es ja Hochleistungskühe, die sofort wieder befruchtet werden. Das heißt, während sie Milch geben, sind sie wieder mitten in dieser Schwangerschaftsphase und geben diese Schwangerschaftshormone weiter. Und bewiesenermaßen ist es so, dass tierische Hormone sehr stark den menschlichen ähneln, also auch an unsere Hormonrezeptoren anheften Ich und kann dort es mir was nicht bewirken. vorstellen, ja. Es ist doch so ein abartiger Gedanke, gell? Ja, vor allen Dingen, also heute, es hat ein bisschen gedauert, aber heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, die Säuglingsnahrung einer anderen Spezies zu trinken oder als Käse zu mir zu nehmen. Ja, es schmeckt, aber das ist für mich kein Argument mehr, weil ich mittlerweile so gut in der veganen Küche bin, dass mir das nicht mehr fehlt. Ich verstehe es, jeder Einsteiger sagt, um Gottes Willen, ohne Käse, ich will sterben. Aber sobald du die Schritte gegangen bist, einfach Stück für Stück, merkst du auch, wie geil die vegane Küche sein kann. Und ja, die Info muss raus. Die Info muss raus. Disclaimer. Man kann sich ja auch vegan ernähren und ungesund, wenn man nur bei den Fertigprodukten, weil das ist ja das Allerneueste jetzt. Weißt du, noch vor ein paar Jahren war das echt kompliziert, vegan zu sein. Und heute wird dir ja alles angeboten und wenn du dann hinten drauf guckst, denkst du so, okay, nee, gesund ist das jetzt auch nicht wirklich. Und bei mir, bei meiner Ernährungsweise, ich ernähre mich ja auch noch glutenfrei. Das heißt, da fallen ja eh viele Fertigprodukte weg, noch zusätzlich. Ja, dazu können wir vielleicht auch noch was sagen. Vegan ist nicht gleich vegan und gleich gesund. Wie handhabst du das? Weil ich liebe ja deinen Blog und das ist sehr farbig. Ja, also es gab Situationen, da habe ich auch was gegessen, was ungesund war, weil ich neugierig war und weil ich keine Lebensmittelintoleranzen habe. Aber ich habe da eine Balance drin. Das heißt, eigentlich 90% der Zeit ist es gesund und selbst gekocht. Weißt du, gerade in der Lebensmittelindustrie, ich bin auch schon als Beraterin engagiert worden und habe Sachen testen müssen und blind. Ich wusste nicht mal, was drin ist. Also es war ein bisschen gruselig. Aber ja, dann ist da auf einmal so ein veganes Schnitzel und vegane Fischstäbchen und vegane Wurst und Käse. Aber ich dachte mir dann nach den 3 Tagen, ich hatte da 140 Produkte getestet mit anderen 40 Teilnehmern. Und es war total spannend für mich und wertvoll, aber ich habe mich nicht gut gefühlt und es war auch eine Lehre für mich. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da drin ist, wie viel Zucker, wie viel Gluten, vielleicht Farbstoffe. Ich habe ja nicht die Natürlich. Inhaltsstoffe. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war auch einfach angetan davon, dass ich als Berater engagiert worden bin und wollte mir natürlich diese Erfahrung nicht nehmen lassen und habe danach gleich eine Entgiftung gemacht. Ja, also es ist aber total wichtig, dieses Produkt umzudrehen und einfach mal zu lesen. Und wenn da Maltodextrin steht, dann ist das Zucker. Aber das wissen die meisten nicht und das verstehe ich auch, weil das alles so kodiert ist. Aber du kannst dir einfach merken, so viel wie möglich selber kochen. Man kann auch Sahne selber machen, Joghurt selber machen, Sauerkraut selber machen. Habe ich mir alles nach und nach eingeeignet, macht ultra Spaß. Und man hat das Gefühl, wow, ich bin so begabt und ich kann alles selber. Also es gibt einem auch ein super Gefühl. Ja, genau. Und das ist wieder dieses Teamwork, was ich immer sehe. Weißt du, in meiner Krankheitsphase war mein Körper wie mein Feind. Ich dachte so, ja, du funktionierst nicht, ich habe diese Ziele, du machst nicht mit, du lässt mich im Stich. Und wenn man dann auf diesen Gesundheitsweg kommt und sich selber geheilt hat, sich selber in sein Gleichgewicht gebracht hat und das da durch Skills, die man neu erlernt hat, durch Kochen, sich belesen und so weiter. Und es sind kleine Babyschritte. Also wenn ihr jetzt gerade am Anfang steht, überfordert euch nicht. Es sind kleine Schritte. Aber wenn man dann zurückblickt, dann weiß man, oh wow, das habe ich erschaffen. Und das gibt einem auch so ein gutes Gefühl. So wie du es vorhin gesagt hast. Ja, du hast es geschafft. Genau, so sehe ich das auch.
Ja. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Und jetzt sind wir noch gar nicht auf den Punkt gekommen, Sandra. Kam denn die Periode wieder? Ja, also ich habe es jetzt nicht auf den Tag genau aufgeschrieben, aber es waren etwa 2 Jahre, die ich in dieser Misere steckte. Aber ich war danach einfach auch so voller Dankbarkeit für meinen Körper, für meine Körperfunktionen, dass ich gesagt habe: „Lieber Körper, ich werde dir das hier niemals wieder antun. Ich kümmere mich jetzt um dich und danke, 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 dass ich wieder diese entgiftende Funktion haben darf, denn das ist für uns Frauen tatsächlich auch eine Entgiftung, wenn wir unsere Tage haben." Ja. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, wenn man die Periode hat, es ist auch der Spiegel, wie man den Monat vorher gewirtschaftet hat. Weil je unvorsichtiger man war, seine Grenzen die ganze Zeit übergangen ist und vielleicht auch schlecht gegessen hat, die Periode wird immer anstrengender sein. Und je mehr man aber ein Team war und zueinander geschaut hat, desto einfacher wird dann die Phase des Blutens sein. Und das finde ich auch einfach so spannend, dass wir Frauen so ein Tool haben, wo wir uns spiegeln dürfen, wo wir schauen können, okay, wie war der Monat, wie bin ich mit den Sachen umgegangen? Hast du da auch noch was? Hast du dir irgendeine Routine angewöhnt? Also ich möchte zum Thema Periode genau das betonen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das auch aus eigener Erfahrung gelernt, dass wenn ich sehr gestresst war, nicht gut gehaushaltet habe, schlecht gegessen habe und ja, auch schlechte sexuelle Kontakte haben sich darin wiedergespiegelt, ob ich Schmerzen hatte danach. Das muss man einfach dazu sagen. Nicht jeder Kontakt tut einem auch gut, dem eigenen Körper. Und da kann man natürlich dann auch seine Lehre draus ziehen. Ja. Was ich mache, wenn ich Schmerzen habe, der Klassiker, natürlich eine Wärmflasche. Es tut gut, entkrampft. Aber auch Magnesium wirkt entkrampfend und dann nehme ich immer ein Schüsslersalz dafür. Es ist auch etwas ganz Natürliches, das dem Körper einfach hilft, zu entkrampfen. Und dann hör bitte einfach auf deinen Zyklus, weil der ist ja nicht umsonst da, sondern der sagt dir, heute bin ich energetisch und heute bin ich halt einfach mal schwach und das ist in Ordnung und ich muss nicht immer die Powerfrau sein und 100% geben. Und ich bin auch dafür, dass jeder Arbeitgeber uns mindestens 3 Tage im Monat freigibt. Ja, das Ja, bei mir reichen 2, das ist die schlimmere Zeit, aber ich bin schon dafür, wir sollten dafür, dass wir diesen Zyklus haben, auch ein bisschen bevorzugt werden. Ja, ich denke, gerade in der Arbeitswelt, das ist eine sehr stringente Arbeitsweise und wir sind aber zyklische Wesen. Und wir haben im Höhepunkt des Zyklus haben wir auch so viel Energie und Ausstrahlung. Wir könnten ja ein ganzes Unternehmen motivieren in einer Ansprache und jeden einzelnen Mitarbeiter und kreatives Brainstorming. Und dann gibt es halt diesen Punkt, wo wir wieder zu uns schauen dürfen, uns erholen dürfen, damit wir wieder die Göttinnen sein dürfen. Und es wäre schön, wenn die Arbeitswelt sich da angleichen würde und es würde den Männern auch gut tun. Auch ihnen würde es gut tun, dass sie diese Reflexionsphase haben, zu der wir gezwungen werden. Und sie dürften das einfach so noch haben als Luxus. Stell dir vor, wir würden mehr reflektieren. Total schön, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube auch, diese 3 Tage frei, die wir dann kriegen, die holen wir auf der anderen Seite wieder rein, wenn wir dann so energetisch sind. Ja, voll. Sowas von, ja, definitiv. Ich fand das Thema noch interessant, was du angesprochen hast mit den sexuellen Kontakten, weil das ist echt eine schwierige Sache, gerade wenn es um Viren und Bakterien und so weiter geht, da zu sagen, okay, wie kann ich ein tolles Leben führen und eine abwechslungsreiche Sexualität und mich dennoch schützen, das ist ja echt schwierig. Ja, da hilft halt, in dem Fall hilft nur das Kondom. Es gibt auch das Kondom für Frauen, aber da weiß ich nicht genug drüber. Aber soweit ich weiß, das Kondom für den Mann ist da wirklich die beste Lösung. Oder das ist doof, du kannst ja nicht vor jedem Kontakt fragen, kann ich bitte dein Gesundheitszeugnis sehen, das du gestern erstellt hast. Ja,
Ja. Gerade jetzt in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, ich bin auch Single, ich date mich tagsüber, ist ja sowieso abends immer dunkel und draußen und wir gehen spazieren und mehr passiert gerade nicht. Weil ich finde, also das ist so schwierig mit diesem Virus, sich da wohlzufühlen, aber wir können auf jeden Fall, wenn wir uns näher kommen wollen, vielleicht einfach die Kontakte beschränken, weniger Leute treffen, den einen tollen Mann, der dann vorbeikommt, auch mal näher an uns ranlassen. Und was ich mache, ich nehme Zystrose auch zu mir. Das hat bewiesenermaßen wirklich wissenschaftlich getestet, die Funktion, Viren nicht an die Zelle ranzulassen. Selbst wenn die reinkommen, umhüllen die das. Das ist so eine antioxidative Wirkung. Das ist auch kein 100%iger Schutz, aber wenn du das trinkst vorher, diesen Zystrosentee, kannst du wenigstens sagen, okay, ich habe was für meine Gesundheit getan. Da bildet sich so ein Film von diesen Kräutern und der hält so lange an, bis du wieder was trinkst oder wieder was isst. Ah, Also das sind meine 2 Tipps, die ich geben kann. Weniger Kontakte oder 3 Tipps, weniger Kontakte, Kondom benutzen, dann auch immer wieder mal testen lassen und auf jeden Fall den Zystrosentee bitte. Der ist super. ja. Und was dazu auch ein sehr guter Punkt ist, passend zu der Pille, und zwar sagt man ja, die Partnerwahl fällt komplett anders aus, wenn wir künstliche Hormone nehmen oder wenn wir in unserem natürlichen Hormon leben. Und dass wir da auch bei der Partnerwahl anscheinend intelligentere Entscheidungen treffen, wenn wir nicht die Pille Kann echt sein, dass wenn wir die Pille nehmen, sind mit einem Partner zusammen, dann setzen wir die ab und können ihn auf einmal nicht mehr riechen. Aber wir sollten da auf unsere Nase hören, weil das uns anzeigt, ob wir genetisch zusammenpassen oder nicht. Also wenn da der Kinderwunsch besteht, vielleicht mal ein bisschen auf die Nase hören. Meine Erfahrung ist, ich habe meine Ex-Freunde immer sehr gut riechen können und fand das immer ganz betörend. Und das gehört schon auch dazu, so einer Beziehung, oder? Wenn man jemanden duftend findet. definitiv sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Sandra. Möchtest du uns noch abschließend was mitgeben auf unseren Weg? Ja, alles hinterfragen, selber die Verantwortung übernehmen. Ich habe es auf die harte Tour lernen müssen, dass es wichtig ist. Und wenn ich meinen Klienten immer was mitgebe, dann Entgiftung und Darmreinigung, Darmaufbau, das sind die wichtigsten Themen bei vielen Krankheiten, sagen wir es mal so. Und darauf achten, dass die Darmflora gesund ist. Das hilft unserem Immunsystem. Oh ja. Vielen Dank, liebe Sandra, dass du da warst. Danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und für all diese wertvollen Tipps. Das ist so toll, dass ich auch immer was noch lerne in diesen Interviews. Vielen Dank dafür. Danke für den Austausch. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und da waren bestimmt mehrere Dinge dabei, die euch jetzt auch inspiriert haben. Und wenn ihr Fragen habt dazu, kommentiert gerne unten. Die Sandra und ich gehen auf eure Fragen ein und wir freuen uns auf einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!